Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Nachdem wir unfassbar tiefe Pfützen gemeistert hatten und schlechte Straßen befahren sind wir jetzt auf dem Weg nach Luang Prabang. Hallo und Sabadi aus dem unfassbar grünen und tropischen Laos. Also das machen wir nicht. Wie man hier sieht, sind 2 LKWs festgefahren. Also die haben sich leider getroffen in der Kurve. Und hier ist so ein richtig tiefes Schlammloch, wo manche Locals durchheizen. Aber wir schaffen das nicht. Also wir sind da zu schwer dafür. Leicht beladene Fahrzeuge können das machen. Ja, das Ding ist halt auch, man ist total am Schwanken. Man könnte sich halt auch der Nächste sein, der sich verkeilt. Und Jetzt steckt er fest. Jetzt hat er es leider verbockt. Oh Mann. Wie kriegen wir den wieder da raus? Oh Mann. Und was hast du dazu zu sagen? anstatt eines Schweinchens könnten wir auch. Also ich glaube, wir werden heute hier etwa den halben Tag verbringen. Es scheint in Laos so zu sein, als müsste man auch manchmal einen Tag Puffer einplanen oder auch 2, weil solche Sachen passieren einfach und es gibt da nichts Organisiertes, was diesen Unfall wieder auflöst. Also es wird jetzt hier nicht schnell weitergehen. Wir werden jetzt alle hier stehen. 100 Autos warten schon auf der Seite, 100 Autos warten drüben schon sicher. Wir werden jetzt hier den Nachmittag verbringen. Ja, das Ding ist, wir sind sogar gerade auf einem der guten Parts der Straße. Der ist wirklich gut und dann, ja, passiert sowas. Das ist kein Schlagloch. Das ist eigentlich kein offensichtliches Schlammloch oder so. Ja, schade. Ja. Straßenverlauf von Route 13 1 Kilometer folgen. 1 Kilometer folgen, ja. Ein paar Stunden später fahren die auch schon weiter. Glauben wir zumindest jetzt bald, weil die LKWs kommen schon wieder durch. Lukas von 5 on 6 Wheels und ich sind irgendwann dazu übergegangen, die Autos aneinander vorbeizulotsen, denn die Menschen in Laos sind relativ passiv. Wenn so etwas passiert, dann schaut man sich das ganz in Ruhe an, aber ein gegenseitiges Helfen, wie es zum Beispiel in Zentralasien ein Gang und Gäbe und eine Selbstverständlichkeit war, haben wir in Südostasien im Straßenverkehr so noch nicht erlebt. Und somit haben wir das Ganze in die Hand genommen, damit sich dieser ewig lange Stau irgendwann wieder auflösen konnte.
Lukas, gut gemacht. Sonst wären wir da auf Ewigkeit nicht durchgekommen, echt. Und die auf der anderen Seite stehen und stehen und stehen und es wird niemals vorwärts gehen, weil keiner checkt, wann er fahren darf. Und keiner ist da, der das Ganze steuert. Andi? Wo sind wir? In einem Dorf auf dem Weg nach Luang Prabang, auf halbem Weg von Nampa irgendwas. Luang Nampa. Kadambra! Tada! Das, was ich wollte. Das passt da doch nirgends rein. Also da geht es dann runter aus dem Auto raus. Ne? Und das hier vorne, da schließen wir dann das Heizungsrohr an. Hä, aber wie soll denn das unter die Schublade gehen? Das wird da runtergequetscht. Das wird schon irgendwie runterpassen. Das wird für deine Klimaanlage. Ja. Mit diesen Plastikrohren wollte ich die heiße Luft, die unsere Haushaltsklimaanlage, die wir in China gekauft haben, ausspuckt, aus dem Fahrzeug rausleiten. Allerdings habe ich da nicht berücksichtigt, dass das sehr breite Rohr hier sehr schmal zusammengeführt wird und dadurch sich die heiße Luft aufgestaut hat und die ganze Klimaanlage heiß gelaufen ist. Also konnte ich es am Ende dann doch nicht benutzen. Ah ja gut, der Gedanke war wenigstens gut. Was hier so dunkel aussieht, ist ein örtliches Suppenrestaurant auf dem Markt. Die kriegt man schon für 2 bis 3 Euro in Laos. Hier sind sie aber noch deutlich günstiger als später in Luang Prabang. So, wir sind jetzt erst eine Woche hier, oder weniger sogar noch, meine ich. Und deswegen wissen wir nicht, ob wir sowas öfter finden werden, aber es ist ja mega. Also hier, das sind die öffentlichen Duschen. Das sind richtig große Duschräume und sehr hygienisch, ja, und toll. Also ganze Familien sind heute Abend hier unterwegs, die hier duschen, in aller Ruhe. Und ja, wie wir hergekommen sind, wir haben am lokalen chinesischen Supermarkt gefragt, ob es einen Platz gibt in dem Dorf, wo wir stehen dürfen. Und der hat uns zu der Tankstelle hier gebracht. Ja, warum nicht? Die Stellplatzsuche ist nämlich bisher relativ schwierig. Also wir haben noch nicht so wirklich in der Natur stehen können. Gibt ja auch noch Minen und solche Sachen. Mal gucken, wie es so weitergeht. Kleine Nachfrage. Als wir im Supermarkt diesen Stellplatz an der Tankstelle empfohlen bekommen haben, bin ich nochmal in den Supermarkt rein, denn das war ein chinesischer Supermarkt und sie hatten mein Lieblingsmüsli. Das ist richtig gut. Das ist so richtig schön fruchtig und so normales Müsli ist ja überhaupt nicht mehr verbreitet hier. Wir sind hier neben einem Café, es gibt Cappuccino, Americano und all die ganzen Cafés und zum Frühstück isst man halt einfach eine Nudelsuppe. Und ich freue mich doch darauf, dass das geile, oh, das ist sogar noch leicht anders. Das sieht man das? Das sind so lila Ringe auch noch drin. Rosinen, ja, und Früchte. Oh, ich freue mich so, das ist tolles Müsli. Cappuccino, ja. Hello. Also wir wundern uns schon krass über dieses Land, weil die Preise sind für uns nicht greifbar. Wir sind jetzt in einem sehr untouristischen Ort und da kostet der Cappuccino 12.000. Das sind wohl noch sehr veraltete Preise. Da sieht man Cappuccino 12.000. Zum Vergleich ungefähr 25.000 sind gerade 1 Euro, ein bisschen weniger. Und hier stehen die neuen Preise. Das heißt, ein Cappuccino ungefähr 25.000 kippt, also ungefähr 1 Euro. Was aber auch immer noch sehr günstig ist, verglichen mit allen asiatischen Ländern, in denen wir jetzt waren.
Nachdem wir uns mit Kaffee gestärkt hatten, ging es für uns weiter Richtung Luang Prabang. Also voraussichtlich werden wir heute nach dem 3. Fahrtag in Luang Prabang ankommen. Und ich muss sagen, ich bin mega froh, dass ich gerade auch diesen Streckenabschnitt nicht fahre, wenn es hier super viel regnet oder davor super viel geregnet hat, weil es sind schon ein paar Stellen dabei, die in meinen Augen gefährlich sind, wenn in den Pfützen Wasser stehen würde. Wir waren eben durch eine Strecke oder durch einen Teil, wir wären da komplett unter Wasser gewesen, wäre da Wasser gewesen. Und ich habe mega großen Respekt vor den Oscar aus unserer China-Gruppe, der die ganzen 500 Kilometer in einem Takt durchgefahren ist und dabei hat es noch geregnet. Die haben zwar ein anderes Auto als wir, das geländetauglicher ist und trotzdem ist das ein krasses Kunststück in meinen Augen. So, unser Parkplatz in Luang Prabang, wo wir jetzt gerade angekommen sind, ist ein Tempel. Und wenn die Mönche es tolerieren, dann dürfen wir heute hier übernachten. Wir hoffen, dass sie es erlauben werden. Ich muss mal schauen, dass ich einen finde. Aber in der Zwischenzeit spaziere ich einfach mal hier ein bisschen durch die Tempelanlage. Und da hinten befindet sich unser Camp. Mit dabei sind auch Lukas und Madeleine und Lone und Kuno. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ganz da oben auf dem Hügel befindet sich noch ein sehr, sehr golden bedecktes Tempelgebäude. Keine Ahnung, was es ist. Und eine andere Sache, es fühlt sich total verrückt an, hier so viele Touristen zu sehen, die aus Europa sind. Wir hatten jetzt echt ziemlich lange, vor allem auch in China, eben ziemlich wenig Touristen. Immer mal wieder in Beijing ist uns aufgefallen, dass andere europäisch aussehende Leute rumgelaufen sind. Wir waren ja auch an vielen Touristenspots. Und ich weiß, wir sind auch Touristen, aber es ist total verrückt, jetzt nach diesen Strapazen der letzten Tage über die ganz, ganz schlimmen Straßen, jetzt wieder europäische Touristen zu sehen, die quasi auf dem einfachen Weg hergekommen sind, also einfach herfliegen und innerhalb von 3 Tagen, wie auch immer, von Deutschland hier auf einmal mitten auf dem Tempel stehen. Und wir fahren hier einfach mal ein ganzes Jahr her. Das fühlt sich irgendwie verrückt an. Also mein erster Eindruck von Luang Prabang ist super touristisch. Deswegen gibt es hier auch super viele Orte, wo man gut essen gehen kann, wo man Massagen kriegen kann, Cafés. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Ort in Laos, wo jeder Touri mal gewesen ist, wenn er in Laos war. Aber unsere Mission ist jetzt einmal Käse kaufen. Denn es soll sehr französisch geprägt sein, dieses Städtchen.
Was wäre Südostasien ohne Kokosnuss? Andi, 2 Stück für den unverhandelten Preis. Ja, von 60.000. Das entspricht 2,30 € für 2. Ja, 2. Ja. Hast du gerade 3 gezeigt? Ja, ich meinte 3, 2. Ui, Und du? Kopfschei. Kopfschei der Lack. Test. Ganz lecker. Also heißt Geschmackstest. Ich habe keine Ahnung, was ich esse, aber es ist total lecker. Es sind irgendwelche Pflanzen. Und eigentlich wollten wir eine Pizza essen gehen. Jetzt essen wir laotisches Essen. Ich glaube, es wird richtig geil. Als Starter wird hier ein laotischer Whisky mit Honig gereicht. Und ich bin kein Whisky-Mensch, aber der schmeckt gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es eine Suppe, ein Chicken Stew. Und da sind auch so Sachen dabei, die nur für den Geschmack sind, genau. Genau, ich glaube, das hier ist so eine Art Wood. Holz. Geschmacksholz, ja. Sehr guter Geschmack, oder? Mhm. Schmeckt sehr frisch. Sehr gemüsig. Ich liebe ja diese kleinen schwarzen Pilze. Mhm. Abgab. Ein Fischsalat. Das hier ist das eine. Hier ist ein Limette. Guck mal, Limette drüber. Lecker Fisch aus dem Mekong. Hoffentlich nicht. So? Wieso nicht? Ja, Wasser denke ich auch schon. Wie nimmt man den jetzt raus? Dann macht man da so eine Kugel draus. Das ist irgendeine Wurst, ne? Buffalo Sausage, Bambussalat. Hier ist das Sticky Reis, ne? Falls du ihn suchst. Ja. Jetzt der Spieß geöffnet. Probier mal. Und das hier ist ein Pumpkin, also ein Kürbis Ja. mit irgendwas drin. In ganz vielen Sachen ist Sticky Reis mit drin. Ich bin sehr gespannt. Also das ist alles süße Nachspeise. Und da ist Coconut Pancake. Ich bin so gespannt. Schmeckt auch essbar. Mega. Also die Muri kann ja keinen künstlichen Zucker essen. Deswegen prüft sie nur, ob alles süß ist. Und die meisten Sachen hier kann sie sogar essen, was richtig cool ist. Oh Gott, ist das groß. Ist davon nur eins da? Lass mir auch was. Nee, hier ist noch eins, hier ist noch eins. Okay. Hier ist noch eins. Du kannst es haben. Das ist Lao Coffee mit Milch. Ich will mal völlig um. Oh, jetzt verändert sich alles. Jetzt wird alles anders. Also, wir sind fertig mit dem Essen. Und man muss dazu sagen, es war wirklich super lecker. Und es war auch richtig exotisch in Anführungszeichen, weil Es war fantastisch. da war zu quasi essen. kein Essen, kein Gericht, habe ich jemals schon gegessen, so wie es da jetzt war. Ja. Wirklich sehr außergewöhnlich. Habe ich in Deutschland, wie gesagt, noch nie gesehen. Und gut, war nicht laotisch Essen in Deutschland, aber Also ein 4-Gänge-Menü mit Getränken für 13,40 € pro Person. genau. Das finden wir sehr gut. Wir haben Trinkgeld gegeben, weil wir gelesen haben, dass man das in den Touristenmetropolen so macht. Und sie haben sich auch richtig darüber gefreut. Ja. Nochmal ganz kurz, wir wollten ja eigentlich eine Pizza essen gehen, nur wir sind an diesem Abend durch Luang Prabang flaniert und hatten dieses tolle Restaurant entdeckt. Die haben eben typisch laotische Speisen für westliche Menschen wie uns angeboten. Und für uns war das der perfekte Einstieg in die laotische Küche, denn wir hätten uns sonst niemals getraut, solche Speisen zu essen. Und wissen jetzt eben auch, wenn wir über den Nachtmarkt schlendern, was da vor uns liegt und auf was wir gefasst sein können. Luang Prabang lohnt sich übrigens generell sehr bei Nacht,
da dann am meisten Leute unterwegs sind, der ganze Nachtmarkt geöffnet hat und überhaupt tagsüber ist es meistens auch viel zu heiß, um was zu machen. Also es gibt hier echt wirklich sehr viele schöne Restaurants. Direkt am Mekong gelegen. Wow. Warum drehen wir da gerade um? Wir haben gute Wachhunde hier. Ja, und deswegen schauen wir uns den Tempel jetzt nicht genauer an. Die Wachhunde sind ziemlich aggressiv gewesen. Wir haben den Nachtmarkt gefunden. Oh, da war ein Reiskuchen. Also hier ist noch der ganze Nightmarkt. Wir gehen wirklich über 100 Meter diese Straße hier entlang. Aber wir sind ein bisschen spät. Die ganzen Händler packen mittlerweile zusammen. Aber wir sind froh, dass wir ihn noch gefunden haben. Ich bin noch eine Erklärung schuldig, warum wir uns in Luang Prabang nicht so willkommen gefühlt haben. Das liegt zum einen daran, dass wir ganz stark den Eindruck hatten, dass es viel zu viele Touristen für so wenige Einheimische sind. Man merkt ganz stark, dass die Einheimischen mit der Anstellung an die Sache reingehen, dass Touristen ihr Geschäft sind. Und das ist auch okay. Aber dadurch, dass sich die Touristen unserer Meinung nach dort auch nicht so wertschätzend den Leuten gegenüber verhalten, schafft das auch nicht wirklich eine warme Atmosphäre. Und das waren wir von unserer Reise bis jetzt noch überhaupt nicht gewohnt. Also, dass Einheimische, irgendwie so einen, wie sage ich das jetzt, verlorenen oder gar traurigen Eindruck machen. Und ich kann es halt bei diesem Verhalten teilweise von Touristen auch verstehen. Aber mein erster Eindruck war eben dadurch eher sehr negativ von Laos. Hat sich aber im Laufe der Zeit auch noch verändert. In einem gesamten Jahr Weltreise war Luang Prabang eben der touristischste Ort, den wir bisher besucht hatten. Bevor auch dieses Video zu lang wird, machen wir hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal schauen wir uns eine Buffalo Farm an und entdecken wunderschöne Wasserfälle. Von denen gibt es ganz schön viele in Laos, aber der war trotzdem schön. Jetzt sagen wir erstmal ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Andi hat hier noch was für euch ins Video geschnitten. Wir haben schon ganz viele gesehen, auch mit so kleinen Mini-Ferkelchen. Und ich versuche den Andi gerade zu überreden, dass wir eins kaufen und mitnehmen, weil ich krieg ja keinen Hund. Also ich habe schon herausgefunden, sie brauchen ein bisschen Auslauf und eine Gruppe, also das werden wir. Und sie werden stubenrein und sie sind sehr klug. Sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Aber damit sie nicht fettleibig werden, brauchen sie viel Bewegung und eine gute Ernährung. Und die Bewegung auch, damit die Hufen nachher, die Füße nicht zu lang werden. Also wäre das ja schon mal geklärt, Andi. Mhm. Du reist mit 2 Schweinen. Wisst ihr? Der und klein. Und was könnten wir dann immer sagen?
Schwein gehabt.